Ja, hallo, ich bin der Markus Ulrich, bin vom LGZ Augustenberg in Karlsruhe und bin dort zuständig für die Pflanzenschutzmittelreduktion im Weinbau. Mein Name ist Moritz Wart. Ich bin Demobetrieb zur Pflanzenschutzmittelreduktion hier in Stuttgart. Wieso machen wir eigentlich die Einstellung an dem Pflanzenschutzgerät? Der Hintergedanke ist einfach, dass wir wirklich die Pflanzenschutzbrühe oder unser Pflanzenschutzmittel genau da anbringen, wo wir es hinhaben wollen. In dem Fall hier auf unsere Laubwand. Wir wollen die Verluste so gering wie möglich halten. Einmal auf den Boden, einmal, ich sag mal, in die Umgebungsluft. Und dementsprechend stellen wir dann einfach die Düsen und das Gebläse so ein, dass wir die optimale Anlagerung erreichen. Um das Gerät dann im Weinberg richtig einzustellen, ist natürlich erstmal notwendig, die Maße des Weinbergs aufzumessen oder aufzuzeichnen. Grob gesagt, wir brauchen eigentlich als erstmal die Gassenbreite. Wie breit ist unsere Gasse von Stock zu Stock? Und die Laubwandhöhe bzw. auch die Laubwanduntergrenze, wie weit wir quasi runter behandeln müssen. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. Als erstes benötigen wir die Gassenbreite, am besten einfach 1 Meter. Ich sage auch, meistens weiß man das ja auswendig, aber ich gerne nochmal nach. In dem Fall sind wir hier einfach bei 1,80 Meter. Wichtig ist immer, dass man darauf achtet, dass man im rechten Winkel zu der Reihe misst und dann die richtige Weite dann hat. In dem Fall hier 1,80 Meter. Ein weiterer Wert, den wir brauchen, ist die Laubwandhöhe bzw. dann die Behandlungszone, die das Gerät behandeln soll. Dann messen wir einmal wieder im rechten Winkel zum Boden, weil das Gerät ja auch, ich sag mal, im rechten Winkel zum Boden unterwegs ist. Messen einmal die komplette Höhe von der Laubwand. Also man kann jetzt nicht genau sagen, je nachdem wie hoch die Laubwand erstellt ist, beziehungsweise wie hoch dann am Ende auch der Laubschneider fährt. In dem Fall sind wir, ich sag mal, vom obersten Draht nochmal 50 cm hoch und sind dann, ich sag mal, 2,40 Meter circa. Die Unterkante von der Behandlungszone nimmt man einfach, hier sind die Bögen relativ hoch geschnitten. Aber wenn man jetzt dran bedenkt, dass hier die Trauben hängen, ich sag mal, der unterste Draht ist so die Unterkante, sind wir irgendwo bei 80 cm Unterkante. Und daraus können wir uns dann auch wirklich dann die eigentliche Behandlungszone berechnen, wenn wir einfach von der kompletten Höhe die Unterkante abziehen. Die gemessenen Daten aus der Rebzeile haben wir hier mal auf eine Dachlatte übertragen. Einmal Unterkante Laubwand, einmal die Oberkante Laubwand. Was man hierbei beachten muss, dass man bei der Oberkante Laubwand 20 cm abzieht. Einfach weil man automatisch den Drall durch das Gebläse nach oben hat und durch den Spritzfächer eher nochmal eine verbreiterte Düsenwirkung hat. Das Gerät ist jetzt so platziert, dass wir simulieren, dass wir in der Rebzeile stehen. Wir haben hier die Mitte der Rebzeile 90 cm weiter zur Laubwand und somit dann die 1,80 Meter Gasse zu zeigen. Wenn wir jetzt durch die Abklebung auf der Dachlatte die verschiedenen Bereiche haben für die Düse, können wir eigentlich relativ einfach mit einer Verlängerung, da langt einfach ein Rohr, das auf den Düsenträger passt, draufstecken und können uns dann anhand unserer Markierungen orientieren, wo die Düse dann hin zeigt und können die dementsprechend ausrichten. Was man beachten muss, wenn man die Düsen zu sehr verdreht, dass man nicht die Düse über dieses Klicken in der Düse hinausdreht, sondern einfach den Düsenhalter löst und dementsprechend dann dreht. Weil sobald ich außer dem Rastbereich der Düse bin, habe ich nicht mehr die volle Durchflussmenge. Als nächsten Schritt gilt es dann, die Luftleistung oder einfach die Lufteinstellung vom Gebläse zu überprüfen. In dem Fall haben wir ein Axialgebläse mit Aufsatz. Sprich, wir haben schon eine einigermaßen gerichtete Luftwirkung, die Richtung Laubwand geht. Hier ist dann die Möglichkeit, die Luft einzustellen über einzelne Bleche, die wir verstellen können. Bei anderen Geräten sind es entweder Fächer auf dem Dach oder man kann das komplette obere Teil verschieben. Das ist dann je nach Bauart unterschiedlich. Ich werde es einfach mal überprüfen, einfach mit einem Stock und einem alten Flatterband. Kann man relativ schön zeigen, wo sich der Luftstrom befindet. Und interessant ist eigentlich die obere Seite, damit wir einfach nicht die Luft irgendwo ins Jenseits befördern, sondern einfach Richtung Laubwand
ausrichten. Genau, zur Düsenauswahl. Die richtige Düse findet man anhand verschiedener Formeln raus. Relativ einfach. Man kann es entweder ganz klassisch über die Formel machen und berechnet sich erstmal seinen Ausstoß pro Minute, um auch zu wissen, welche Farbe der Düse brauche ich überhaupt. Dafür benötigen wir einmal den Brühaufwand in Liter pro Hektar, sprich wie viel Liter will ich pro Hektar auf meine Laubwand verteilen. Abhängig dann von der Laubwandhöhe. Wir haben die Fahrgeschwindigkeit, wir haben die Arbeitsbreite in Meter und müssen natürlich dann noch berechnen, wie viele Düsen haben wir in unserem Gerät offen. Wenn wir wissen, wie viel Liter wir pro Minute brauchen, können wir das Ganze nachschauen in den Düsentabellen der verschiedenen Hersteller. Aber im Bereich Injektordüsen sind die ganzen Düsen ISO-farbkodiert, sprich die sind alle nach einer Richtlinie geordnet. Das ist egal, welcher Hersteller die Düse hat. Wenn es eine grüne Düse ist, die ist bei den unterschiedlichen Herstellern vom Ausfluss überall gleich. Wenn wir jetzt wissen, wir brauchen, ich sag mal, in unserem Beispiel hier waren es 1,3 Liter pro Minute, kann man in der Tabelle relativ schnell nachschauen. Man nimmt einfach die Düse, geht auf seine 1,3 Liter und guckt, wie viel Bar wir dann benötigen und wie viel wir dann in unser Manometer einstellen. Das Ganze kann man auch vereinfacht machen. Es gibt auch von den einzelnen Herstellern eine App fürs Handy, wo man einfach die verschiedenen Parameter eingibt und dann sehr schnell die gewünschte Düse dann erreicht und auch mit wie viel Bar man fahren soll. Ein weiterer positiver Aspekt von der guten Geräteeinstellung ist die Wirkung nach außen. Wenn wir das Gerät optimal eingestellt haben, haben wir die Spritzwolke so gut wie möglich reduziert und man wird auch von Außenstehenden nicht direkt gesehen und kann auch den Leuten dann auch besser erklären, was man da genau macht und wieso man es macht.